Ja, also wenn Sie DDR sagen, fällt mir ein Name ein, Anetta Kahane, die frühere Vorstandsvorsitzende der Antonio Amadeo Stiftung, die selber ja 8 Jahre lang für die Stasi geschnüffelt hat, ähm, die das bis 2014 eigentlich nicht so öffentlich gemacht hat, finanzieren sich ja entweder über Spenden oder und über staatliche Förderprogramme. Und da fließen Milliarden in die NGOs, die damit ausgestattet werden, um gegen die Opposition, also ich sage es mal auf Deutsch, gegen die AfD vorzugehen. Dass wir gerade an einem Endkampf sind zwischen links und rechts. Und meiner Meinung nach wird es sich drehen. Es wird, die linke Ideologie wird immer mehr abgedrängt werden. Und von dem her habe ich Hoffnung für unser Land. Also es gibt sehr viele Menschen, die nach Südamerika gegangen sind. Ich bin hier sehr glücklich, muss ich sagen. Ich bin frei. Ich zahle so gut wie keine Steuern. Und der Staat will nichts von mir. Der will nichts von mir. Und ich kann nur jedem sagen, wenn er die Möglichkeit hat, raus aus Deutschland. Der Weg zurück ist nicht versperrt, aber raus aus Deutschland. Ein herzliches Willkommen bei Achtung Buch. Einen schönen guten Tag, Herr Grant, und einen schönen guten Tag, liebe Zuseher. Ich grüße Sie, Herr Grant. Schönen guten Tag. Ja, Sie haben ein wirklich wichtiges und spannendes Buch geschrieben. Und ja, lassen Sie uns doch einfach direkt eintauchen in die Welt. Auch nochmal für die Zuseher. Sie sind Autor und investigativer Journalist. Und Sie haben wirklich einen spannenden Titel geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Und warum ist es so wichtig für die Menschen generell, aber auch ganz besonders für die deutschen Staatsbürger, über diese NGOs Bescheid zu wissen? Was ich vor meinen Recherchen nicht wusste, ist, wie groß der Einfluss von NGOs auf uns ist, auch auf unser tägliches Leben. Also NGOs haben Macht über die Straße. Sie können Hunderttausende Menschen organisieren. Sie haben Macht über die Medien und sie sind auch nach meinen Recherchen Handlanger politischer Akteure. Es ist ja so, dass bei den aufgeklärten Menschen ist ja mittlerweile bekannt, dass wir in einer Art Scheindemokratie leben. Das hat damit zu tun, dass das Parteiensystem sich seit 1953 selber sehr viel Macht gegeben hat und Direktmandate und diese ganzen Sachen etabliert hat und dadurch auch immer ihre Kandidaten pushen, die halt reinpassen oder eben Kandidaten nach vorne gebracht werden, die vielleicht zu einer gewissen Familie gehören, zu Milliardären. Ja, wir können ja einfach nur mal an von der Leyen denken. Ja, die Familie ist ja auch eine Politikerfamilie. Da gibt's etliche Beispiele. Adenauer ist super interessant, aber da wussten wir schon, okay, wir haben es jetzt ja ganz aktuell gesehen mit BlackRock Merz, ja, als BlackRock-Berater, jetzt oberster Mann in Deutschland. Und ja, sofort auch alle Versprechen gebrochen und das schamlos. Und ja, man denkt schon, okay, es kann nicht schlimmer kommen. Ja? Und dann kommen sie um die Ecke und entlarven entlarven ein parasitäres Netzwerk an Strukturen, die so in der breiten Masse gar nicht so gezeigt werden, weil ja teilweise diese NGOs, also diese Nichtregierungsorganisationen, ja auch sehr eng mit der Presse verbandelt sind. Und jetzt könnte man ja sagen, die wollen doch nur Gutes, diese Nichtregierungsorganisationen. Die wollen die Umwelt retten, die wollen, dass es Deutschland besonders gut geht, dass alles friedlich ist. Teilen Sie diese Sichtweise oder zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen, was die da genau veranstalten? Also zum Teil teile ich diese Erkenntnis, weil es gibt natürlich auch viele NGOs, das Rote Kreuz zum Beispiel, Ärzte ohne Grenzen, die sich tatsächlich für Menschenrechte und so weiter einsetzen. Die NGOs, die ich untersucht habe, sind politische Akteure und das sieht natürlich ganz anders aus. Sie sind
Sie sind eigentlich in der Öffentlichkeit als gemeinnützig und politisch neutral angesehen, sind es aber nicht. Also ich gebe Ihnen mal ein paradoxes Beispiel. Es gibt sogenannte staatlich organisierte Nichtregierungsorganisationen. Alleine das Wort ist ja schon, ich sage es mal auf Deutsch, Verarschung. Es sind Organisationen, die vom Staat gefördert werden, zum Beispiel über das Programm Demokratie leben, gegen NGOs Geld, die auch politisch aktiv sind, aber auch Stiftungen, zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen oder die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD. Das sind eigentlich NGOs, die aber politisch agieren. Und wie läuft das dann ab, dass dann beispielsweise diese legitimierte Opposition, die wir auch in Deutschland haben, mit welchen Mitteln wird die bekämpft? Also die NGOs, also eine Grunderkenntnis, die ich in meinem Buch habe, ist, es sind fast ausschließlich linke NGOs, die staatlich gefördert werden. Also ich habe keine und ich habe hunderte, wirklich hunderte, wenn nicht tausend NGOs untersucht. Es gibt keine konservative NGO, die Geld bekommt vom Staat. Das sind alles linke, trans, schwulen, Migranten, Flüchtlings-, Klima- und europafreundliche NGOs. Allein daran sieht man ja schon den riesigen Einfluss und die Bekämpfung der Opposition, also was die Regierung oft nicht machen kann, wird dann über die NGOs auf die Straße getragen, die natürlich immer sagen, sie sind politisch unabhängig und neutral, stimmt aber zu großen Teilen bei den NGOs, die ich untersucht habe, überhaupt nicht. Ja, das ist ja wirklich ein Krieg gegen die Volkswirtschaft, gegen die Leistungsträger. Aber ich kann mir gar nicht, also ich versuche jetzt mal ein bisschen naiv zu sein, wenn die das alles bekämpfen, diese konservativen Werte, die Wirtschaft, das produktive Gut, diese Leistung, die dort vollbracht werden, wenn das immer erschwert wird, äh, wer finanziert die denn? Also ich meine, das sind doch diejenigen, die noch Leistung diesem Land bringen, die das Geld erwirtschaften. Das sind doch nicht die NGOs und schon gar nicht die Politiker. Ja, also die NGOs finanzieren sich ja entweder über Spenden oder und über staatliche Förderprogramme. Und da fließen Milliarden in die NGOs, die damit ausgestattet werden, um gegen die Opposition, also ich sag's mal auf Deutsch, gegen die AfD vorzugehen. Können Sie sich erklären, ich frage auch mal wieder so ein bisschen suffisant, es gab ja diesen Fragenkatalog von 551 Fragen an die SPD vor allen Dingen natürlich. Sie wissen ja auch, warum das adressiert war, teilweise an die SPD, an den Herrn Klingbeil. Diese Fragen zur Finanzierung, wurde das nicht dann auch sogar Gegenstand der Koalitionsverhandlungen? Ja, es war Gegenstand der Koalitionsverhandlungen und dort hat man sich dann geeinigt, dass man das einfach so ein bisschen im Sande verlaufen lässt. Die Bundesregierung hat zwar geantwortet, aber die Antworten sind absolut nichtssagend. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich sehr interessant, dass Klingbeils Frau Geschäftsführerin einer NGO namens D21 ist, die auch Steuergelder bekommt. Letztendlich ist es aber auch so, dass die AfD vor ein paar Tagen die Fragen der neuen Bundesregierung wieder gestellt hat, die CDU eigentlich gestellt hat. Und die CDU und die Koalition wollte die Fragen nicht beantworten. Da sieht man doch schon, was für eine Verdummung das Ganze ist. Das ist ein totales, ich habe es in meinem Buch geschrieben, meine Leser kennen mich im Klartext, Verarsche-Theater. Ja, ja. Wo sehen Sie da die Entwicklung? Es ist ja wirklich gegen die Bevölkerung, gegen die Menschen, gegen den Staat an sich ja auch, weil wir finanzieren den, wir sind ja auch Teil des Staates und wir haben dann irgendwelche Volksvertreter, die genau das Gegenteil machen. Wer steckt dahinter?
Also ich muss Einspruch euer Ehren, es ist nicht gegen das Volk, sondern gegen große Teile des Volkes. Wir sehen ja, wie viele 100.000 Menschen gegen rechts auf die Straße gehen. Es gibt eine große linke Opposition in Deutschland, die gegen die Konservativen vorgeht, also gegen unsere Werte, die wir haben, Familienwerte, Tradition. Sie wissen, ich wohne in Südamerika, katholische Länder. Hier gibt es noch wirklich diese traditionellen Werte. Familie wird groß geschrieben, Frau ist Frau, Mann ist Mann. Es gibt keine Messermorde und so weiter, die beschönigt werden und so weiter. Das alles will man in Deutschland wegmachen. Man will alles gleich machen. Und wer dahinter steckt, sind meiner Meinung nach einfach linke Ideologen, die, ich habe in einem anderen Buch geschrieben, Armut für alle. Das bedeutet, man kann das Volk lenken, weil wenn das Volk arm ist, ist es von staatlichen Transfers abhängig. Und wenn sie staatliche Transfers bekommen wollen, müssen sie nach der staatlichen Pfeife tanzen. Ja, können Sie mal ein paar Länder aufzählen, wo das zum Erfolg geführt hat? Also diese ganze Strategie, Ja. da fallen mir nicht viele Länder ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Korea vielleicht, China, ja, solche Länder vielleicht. Ja, wobei China hat ja auch so eine Mischung, ne? Also muss man wirklich Ja, sagen, die sind ja auf der einen jetzt ja. Seite extrem kapitalistisch und auf der anderen Seite, die sind da irgendwie so ein intelligenter Hybrid. Die haben sich da jetzt für ihre Machterhaltung das eine System und dann für Cash Cow das Ja. andere. Also in meinem Buch habe ich ja auch untersucht, man will unsere Meinung, unsere freie Meinung über die NGOs zensieren. Man will unsere Meinung in eine Richtung drängen. Wir müssen, wir müssen einfach sagen, es gibt 170 Geschlechter. Wir müssen das sagen, was ich totaler Quatsch finde. Für mich ist Mann, Mann, Frau, Frau. Wenn nicht, muss man die Hose runterziehen, dann sieht man, was man ist. Alles andere ist für mich Ideologie. Und hier in dem Land, in dem ich lebe, darf man das sagen, ohne dass es feindlich ist, sondern die Menschen sagen, ja, du hast recht. Biologie ist Biologie, kann man nicht ideologisch schwurbeln. Und so wird es in Deutschland aber gemacht über Internetzensur, zum Beispiel über eine NGO, die heißt Hate Aid, die jetzt auch Trusted Flagger ist. Das heißt, sie durchsuchen das ganze Internet und wenn sie was Falsches sagen, gibt es eine Anzeige. Also es ist schlimmer wie in Orwells Jahrhundertroman 1984. Sie dürfen nichts mehr sagen. Obwohl jeder sagt, man darf alles sagen, aber die Konsequenzen, mit denen sie leben müssen, ist dann existenzielle und wirtschaftliche Vernichtung. Ja, eine Zensur findet nicht statt, aber das große Aber, Aber. genau, Aber und genau, dann kommt der Rattenschwanz und der wird immer länger. Ne? genau, Politiker darf man ja. nicht mehr hart kritisieren, die Armen. Da gibt's dann Sonderrechte und also ich möchte mal ganz kurz abschweifen, weil wenn ich Sie schon hier vor der Linse habe und ich denke, das interessiert auch die Zuseher, denken Sie persönlich, Deutschland ist jetzt schon gescheitert und befindet sich im freien Fall oder wie würden Sie diesen taumelnden Riesen Deutschland beschreiben mit Ihren Worten? Ich glaube, es ist im Moment ein Überlebenskampf der linken Ideologie gegen die Konservativen. Weil die Konservativen werden immer stärker, auch in Deutschland. Und die große Angst, also die Regierung versucht, das zu verhindern, weil sie wissen, dass die konservative Opposition immer stärker wird. Und die Menschen, ja, die sind gehirngewaschen im Westen, im Osten noch nicht, im Westen ja. Im Osten sind sie sehr kritisch. Sie haben eine andere Biografie wie wir im Westen. Wir sind ja seit 1946 gehirngewaschen. Und die Geschichtsschreibung, Entschuldigung, die sagt uns ja, was wir zu denken haben und so weiter. Da schreibe ich auch gerade ein Buch über das Thema. Und im Osten ist es ganz anders. Und die große Angst natürlich ist der Linken, dass der Konservatismus die Oberhand behält und bekommt. Und deshalb dieser verzweifelte Existenzkampf. Also ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich sehe es so, dass wir gerade
an einem Endkampf sind zwischen links und rechts. Und meiner Meinung nach wird es sich drehen. Die linke Ideologie wird immer mehr abgedrängt werden. Die CDU ist für mich links, eine linke Partei geworden. Und viele CDU-Wähler sehen das auch im Moment. Und von dem her habe ich Hoffnung für unser Land in den nächsten 10 Jahren. Wird es noch wesentlich schlimmer werden in Deutschland? Ja, es wird schlimmer werden, weil, wie gesagt, die Linken kämpfen ums Überleben. Und wenn jemand ums Überleben kämpft, wird es umso schlimmer werden. Aber wenn wir das durchhalten, dann wird es besser. Ich weiß, Sie haben jetzt keine Glaskugel, aber Sie sind ja schon Mensch mit Lebenserfahrung. Wann denken Sie, werden wir diesen Scheidepunkt, dieses Tal erreicht haben in Jahren ungefähr oder 2030, 2040? Ich denke innerhalb der nächsten 10 Jahre. Man sieht das an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Also war die Jugend früher total links gepolt, gibt es immer mehr Jugendliche, die sagen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Die besinnen sich wieder auf ihre Werte. Das Schlimme aber ist, dass die Elterngeneration schon linksgehirn gewaschen ist. Und dann die Kinder zu traditionellen Werten zu erziehen, ist schwierig. Aber ich sehe trotzdem Hoffnung. Naja, vor allen Dingen natürlich auch die Energieversorgung ist ja in Deutschland auch gekappt worden durch die Zerstörung der Kernkraftwerke. Das wird sicherlich noch viel, viel länger dauern, um das wieder herzustellen. Das Ganze, man müsste ja wahrscheinlich neue wieder bauen, weil die ja teilweise schon die Kühltürme gesprengt haben. Ja, ich habe in meinem Buch Punkt die Klimadiktatur genau das vor ein paar Jahren vorher gesagt, was auch dann eingetroffen ist. Und auch dort habe ich untersucht, dass der Weltklimarat, das sind keine Wissenschaftler, das ist eine reine Ideologie, dort wird abgestimmt von 150 Ländern, also ohne wissenschaftliche Grundlage, sondern nur aufgrund von Ideologie, wann wird die Erde zu heiß werden. Das ist reine Ideologie. Und die Menschen glauben das. Und die Grünen sind die nützlichen Idioten für diese Klima-Ideologie, für diesen Klimawahn. Und hier in dem Land, in dem ich lebe, die können nur den Kopf schütteln. Hier hat es im Winter zwischen 40 und 50 Grad, im Sommer zwischen 40 und 50 Grad und im Winter einfach zwischen 3 und 20 Grad. Das ist einfach normal, das ist kein Klimawandel, das ist normal. Ja. Ganz normal. Ja. Ja, ich komme und natürlich jetzt, um auch wieder auf diese ganzen Nichtregierungsorganisationen zu kommen und eben auch auf diese Manipulation der Gehirne, die eben schon, wie Sie gesagt haben, seit 46 stattfindet durch die Siegermächte, durch die ganzen Lizenzen, die vergeben wurden und Schuldkomplex und so weiter und so fort. Korrektiv kommt auch immer wieder vor und das haben Sie auch in Ihrem Buch behandelt. Können Sie uns mal so ein bisschen was über die Finanzierung, so ganz grob von Korrektiv erzählen und wie die wirken und was die bewirken? Also Korrektiv ist offiziell ein unabhängiges Medienhaus. Da konnte ich schon drüber lachen, über diese Bezeichnung. Korrektiv war eigentlich vor 2014 nicht so bekannt. Und dann haben sie diese Story gebracht über die Deportation und Vertreibung, über die, in Anführungszeichen, was eine Journalistin gesagt hat, Wannsee-Konferenz 2.0 in Potsdam, als AfD und CDU-Politiker zusammengesessen sind und anscheinend einen Vertreibungsplan besprochen haben. Diese Story haben sie groß rausgebracht, haben hunderttausende Menschen auf die Straße gedrängt gegen die AfD, obwohl auch CDU-Politiker mit dabei waren. Hunderttausende Menschen haben demonstriert und da sehen Sie schon mal die Macht. Dann hat man über ein AfD-Verbot gesprochen und so weiter und so fort. Und die Beteiligten haben dann dagegen geklagt und haben teilweise Recht bekommen und teilweise Recht bekommen. Also Korrektiv hat zwischenzeitlich 4 Updates gemacht über den Artikel. Updates heißt für mich Korrektur. Update klingt halt besser. Und soweit dieses unabhängige Medienhaus. Pikant bei der ganzen Sache ist, dass vor dem Erscheinen dieses Berichtes
hat Korrektiv sich mit Regierungsvertretern getroffen. Also mit einem Staatssekretär, mit einem Pressesprecher und sogar mit dem Bundeskanzler persönlich. In diesen Monaten wurde diskutiert in der Politik, wie können wir die AfD stoppen. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass das irgendwie zusammenhängt, das wäre ja eine Verschwörungstheorie. Ich habe aber ein Indiz dafür, dass es keine Verschwörungstheorie ist, weil die Bundesregierung stuft die Erkenntnisse des Potsdamer Treffens als geheim und staatswohlgefährdend ein. Warum wohl? Warum wohl? Also das ist natürlich das beste Argument, dass man sagt, sie haben sich vorher abgesprochen, wenn etwas geheim gehalten wird. Und Korrektiv wird auch von Steuergeldern finanziert. Und ja, so hängt irgendwie alles zusammen. Übrigens, der Geschäftsführer David Schraven bekam 2023, neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht, im Monat 10.000 Euro als Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation. Nicht schlecht, was? Das ist ordentlich, ja. Ja, also absolut. da dürfte man noch sagen, das ist ein ganzer Mafia-Filz, der da in Berlin untereinander sich da die Aufträge hin und her schieben und Klüngeleien. Klüngeleien hört sich auch schon wieder so nach Kleinkriminell an, aber das ist ja schon organisierte Kriminalität gegen einen Teil der Bevölkerung. Also wenn Sie das so ausdrücken wollen, ich würde es nicht machen, weil sonst habe ich eine Anzeige am Hals. Aber es ist ein Sumpf und ein Filz. Und wenn ich nochmal auf Korrektiv zurückkommen darf, die haben auch ein Schwarzbuch AfD herausgegeben, sind aber politisch neutral, sagen sie. Sie schreiben Artikel gegen die AfD, gegen Putin, für Klima, für Europa, für Migranten und werden auch von Stiftungen finanziert, die europafreundlich sind, migrantenfreundlich sind, klimafreundlich sind. Und ich schreibe ja in meinem Buch, wenn man wirklich unabhängigen Journalismus hätte, müsste Korrektiv auch gegen, also europakritisch schreiben, migrantenkritisch schreiben, klimakritisch schreiben. Ich habe keinen einzigen Artikel gefunden. Vielleicht habe die Leser aufgefordert, mir diese Artikel zu schicken von Korrektiv, die einfach klimakritisch sind, europakritisch, migrantenkritisch, weil von diesen Stiftungen bekommen sie wiederum Geld. Und das ist für mich keine Unabhängigkeit. Und deshalb fordere ich auch kein Steuergeld mehr für Korrektiv. Sie sind nicht unabhängig in meinen Augen. Ja. Ja, vor allen Dingen sollten die sich selber halten können. Also, ne? Ja. Also, wenn sie einen guten Job machen, dann finden sie Abonnenten. Wenn sie keinen guten Job machen, dann gehen sie halt wieder. Das ist ja in der Natur immer so. Aber alles, was sich nicht durchsetzt oder was nicht, das wird dann eh wieder verschwenden nach einer gewissen Zeit. Das bereinigt sich von alleine. Gut, im Gegensatz zur Antonio Amadeo Stiftung bekommt Korrektiv nicht so viel Steuergeld, dass sie sich allein damit finanzieren können. Bei der Antonio Amadeo Stiftung war das anders. Also ich kann immer nur die Zahlen von 2023 sagen, weil die anderen Zahlen sind noch nicht veröffentlicht. Vielleicht werden sie nicht veröffentlicht, ich weiß es nicht, aber sie sind noch nicht veröffentlicht. Die Antonio Amadeo Stiftung bekam in diesem Jahr 9,5 Millionen Euro Einnahmen, hat 9,5 Millionen Einnahmen generiert. Und jetzt halten Sie sich fest, 6 Millionen davon sind von der öffentlichen Hand. Also, man sagt, eine gemeinnützige NGO ist unabhängig, wenn sie weniger als 50% staatliches Geld bekommt. Die Antonio Amadeo Stiftung bekommt 2/3 staatliches Geld und will uns verkaufen, dass sie politisch unabhängig sind. Deshalb fordere ich auch in meinem Buch, wenn eine NGO wie die Antonio Amadeo Stiftung 2/3 der öffentlichen Hand bekommt, ist sie nicht mehr unabhängig, kein Steuergeld mehr, weg mit dem. Ja, also für mich wäre die Grenze schon bei 1/5, um ehrlich zu sein, Ja. weil oft ist es ja so, dann gibt's einen, ich glaube, Mäzen heißt das, oder es gibt einen Hauptgeldgeber. Nehmen wir zum Beispiel George Soros, macht das ja auch sehr gerne. Der gibt oder Bill Gates, George Soros,
der gibt ein Viertel dazu und dann lädt er noch die Bosch-Stiftung ein, dann lädt er noch den Staat dazu ein und Stiftung XY. Dann zahlt er ein Fünftel, die anderen zahlen die vier Fünftel, aber trotzdem hat er das Sagen und bestimmt den Kurs, weil er auch die Leute einstellt, die dort arbeiten. Ne? Also das ist ja dann, Ja, das ist ja so dieser Trick, den die Milliardäre gerne ja, machen, stellen ja, sich dann als Philanthropen dar und organisieren dann beispielsweise Kampagnen gegen Russland oder ähnliches oder ja. ja. Also in der EU läuft es ja so, dass viele NGOs Steuergelder bekommen, also europäisches Steuergeld, um gegen unliebsame osteuropäische Länder vorzugehen. Ungarn, Rumänien, Serbien. Da wird die Opposition über die NGOs gefüttert, dass sie zum Beispiel, wir sehen das jetzt im Moment, dass sie Demonstrationen machen, sie wollen eine Pride-Demonstration haben, sie wollen für Schwulen und Trans und Lesben sein. Und Orban sagt nein, aber die NGOs werden finanziert von der EU, dass sie für das auf die Straße gehen. Und so will man, das ist sogar offiziell, so will man den die EU-Ideologie in diese störrischen Länder hineinbringen. Können die Länder wie Rumänien und Ungarn sich dagegen erfolgreich wehren und denken Sie, dass die das schaffen werden, sich zu wehren und die Familie als Kern zu erhalten? Also bei den zwei Ländern sehe ich das so, dass sie das schaffen werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, die EU wird ihnen den Geldhahn abdrehen, früher oder später. Das bedeutet, ob sie ohne EU-Geld dann weitermachen können oder nicht, ist fraglich. Ja, das Das ist zeigt, also wie Erpressen, Geld. ja, das zeigt, wie wichtig es ist, dass man als Land immer unabhängig ist von allen Parteien, Absolut. ne? Dass man noch der Absolut. eigene Herr im Haus ist. Ja. Sind wir schon lange nicht mehr. Seit 1945 nicht mehr Ja, in Deutschland. ja, ja. Ja, manche würden sogar argumentieren seit 1918, aber, Ja, okay. aber das ist definitiv sehr wahrnehmbar. Da gebe ich Ihnen völlig recht, ja. Über die ganzen Dinge, die dann nach 45 oder vor 45 unterhalten wir uns nochmal im Dezember. Da freue ich mich sehr auf das Gespräch. Da freue ich mich sehr schon drauf. Ja, es gibt ja auch noch, neben Korrektiv gibt es ja auch noch mal was anderes, so was Grünes, Greenpeace. Das war ja, als ich noch jung war, zu meiner Zeit, hat es so den Ruf gehabt, ja, wenn du da bist, dann tust du Gutes für die Welt, du setzt dich für die Natur ein. Ja, also wirklich so das rundrum sorglos Paket für den Gutmenschen. Äh, Sehen Sie das mittlerweile immer noch so oder haben Sie es nie so gesehen oder wie sehen Sie mittlerweile Greenpeace? Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen hat Greenpeace viele Verdienste zu verbuchen. Also sie haben wirklich als erstes auf Umweltverschmutzung und so weiter aufmerksam gemacht. Das muss man schon sagen. Es ist schon eine riesige NGO, die das Bewusstsein der Menschen verändert hat, was das anbelangt. Aber die Methoden, die kritisiere ich. In meinem Buch habe ich ja auch diese Straftaten aufgeführt, weltweit, für die Greenpeace verurteilt worden ist, weil sie eben ihren Willen mit Straftaten bringen wollte. Und da hört es bei mir natürlich auf, wenn man Straftaten begeht, das kann ich nicht mehr unterstützen. Ja, aus der Erinnerung heraus ist dann, glaube ich, sind doch einige Gründungsmitglieder irgendwann ausgetreten, weil sie eben auch nicht mehr damit übereinstimmen. Und ich glaube, während der rot-grünen Regierung hatten wir da nicht auch von Greenpeace eine Deutschlandchefin irgendwo im Amt sitzen? Genau, die Frau Morgen, die saß im Außenministerium. Baerbock hat die ja geholt. Und ja, genauso war ja auch die Außenpolitik. Ne? Also links, Klima, grün. Aber wie gesagt, Greenpeace ist eine linke NGO, das muss man einfach wissen. Ja, wie sehen Sie das denn mit diesem Klingbeil? Ich meine, ich fand, der kam jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem fast nichts. Also für mich war der vorher nie wirklich ein präsenter Politiker, ist er heute immer noch nicht, ja. Und er ist dann auch eben mit einer NGO-Dame verheiratet. Also was macht das mit Ihnen, so dieses Klüngelei?
Aufgrund meiner Recherchen habe ich gesehen, dass es ein riesiges Netzwerk gibt von Menschen, die immer wieder auftauchen, also verschiedene NGOs, aber in den Beiräten sieht man immer wieder dieselben Namen. Die sind auch miteinander verquickt und auch politisch. Also Grüne, SPD und Linke sind eigentlich die Hauptakteure in den NGOs, auch in den Beiräten oder auch Journalisten, die links sind. Also ich wiederhole nochmals, ich habe nichts gesehen, was konservativ oder rechts ist. Es ist alles grün, links, sozialistisch. Ist Ihnen also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch solche NGOs genutzt werden, um Länder zu destabilisieren. Ne? Wir sehen das ja auch in einigen anderen Ländern werden NGOs teilweise auch verboten. Auch George Soros NGOs werden in einigen Ländern verboten, weil sie eben sich daran beteiligen, die aktuelle Regierung zu destabilisieren und so weiter. Ist Ihnen da in Deutschland Ähnliches gekommen, wo Sie beispielsweise auch vielleicht ausländische Dienste irgendwo mit drin sitzen in diesen NGOs, um eben Einfluss auf Deutschland zu nehmen? Also dieses habe ich jetzt nicht recherchieren können. Also ist mir auch nicht in meiner Recherche aufgefallen, dass irgendwelche ausländischen Geheimdienste Einfluss haben auf deutsche NGOs. Wie gesagt, der Hauptteil des Buches ist ja eigentlich die Vernetzung der NGOs untereinander und die Finanzierung. Warum wir über die Finanzierung eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Ja, ja. Ja, Attac habe ich auch gelesen im Buch. Welche Ja. Rolle haben die denn, Herr Grant? Da sagen Sie, ja. Also Attac ist eine sehr, sehr große NGO. Die hat 90.000 Mitglieder. Und in meinen Augen einer der einflussreichsten NGOs, die es in Deutschland gibt, die sich ja auch für eine neue Weltwirtschaftsordnung einsetzt. Also ist eine linke NGO, die aber kein Steuergeld mehr bekommt, weil es gab ja vor ein paar Jahren dieses sogenannte Attac-Urteil, ähm, das federführend ist eigentlich für alle NGOs, die es in Deutschland geben sollte, federführend sein sollte. In diesem Urteil haben die Richter klar festgestellt, eine NGO, die sich politisch betätigt, die Meinungen beeinflusst und die politische Kampagnen macht, ist nicht mehr gemeinnützig und soll kein staatliches Geld mehr bekommen. Wenn man dieses Urteil jetzt anlegt als Schablone auf alle NGOs, die noch staatliche Fördergelder bekommen in Deutschland, müssten meiner Meinung nach ungefähr 80% der NGOs aufgrund dieses Urteils kein Geld mehr bekommen. Deshalb fordere ich auch in meinem Buch, jede NGO, die Geld bekommt, zu untersuchen, ob sie politisch unabhängig ist. 80%, vielleicht sogar mehr, sind es nicht. Und das Erschreckende, das ich recherchiert habe, ist, dass die Behörden überhaupt keine Ahnung haben, was die NGOs machen. Ich habe eine Antwort bekommen von einer Regierungsbehörde, die geschrieben hat, nein, wir sind politisch neutral und wir untersuchen nicht, welche politische Einstellung die NGOs hat, also Freifahrschein. Ja, ich meine, in Geheim wissen wir, also für sich wissen die natürlich Bescheid, aber die spielen natürlich auf dumm, weil sie natürlich ihre Kumpels, Ja. Freunde und Bekannte unterstützen wollen. Ist eine ganz billige Masche. Gut, und dann wird natürlich auf die Landesfinanzbehörden verwiesen, die einfach das Finanzierungsgebaren, die Spenden und die Einnahmen untersuchen sollen. Ja. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Steuersparerbund, der irgendwie einmal im Jahr Ja. kriegt der für einen Tag einen Artikel in der Zeitung, bla bla bla, und dann interessiert es keinen mehr und dann sind die ganzen Milliarden, Billionen schon ausgegeben und wir sind noch mehr verschuldet und der Crash des Euros ist noch näher gerückt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Inflation und die Geldentwertung Ja. ist ja, also ich frage mich ja, wann's kracht. Ja, das Attac, wir haben die Seebrücke, aber die ist auch, glaube ich, langsam am Einstürzen, die Seebrücke, oder? Wenn man es so sagen, aber trotzdem sind es NGOs, die großen Einfluss haben auf die Flüchtlingspolitik, habe ich ja auch recherchiert. Ähm, Das war für mich natürlich erschreckend.
dass NGOs vorschlagen können, wer in unser Land kommt. Es sind zum Beispiel nur Afghanistan. 130 NGOs dürfen vorschlagen den Behörden, wer zu uns ins Land kommt. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Die Sicherheitsbehörden wissen nicht, wer die NGOs sind, weil die Namen werden unter Verschluss gehalten. Das Auswärtige Amt hält die Namen als geheim. Dagegen wurde geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat erst vor kurzem festgestellt, die Regierung muss die Namen nicht veröffentlichen. Und auch der neue Außenminister Wadepohl hat gesagt, wir werden die Liste unter Verschluss halten. Also NGOs schlagen vor, wer zu uns ins Land kommt. Und die Sicherheitsbehörden wissen nicht, wer den Vorschlag gemacht hat. Die Flüchtlinge aber wissen, wie die NGOs heißen. Das ist sowas von unglaublich. Ja. Ja. Ich hoffe, die 10 Jahre gehen schneller vorbei. Ja, man kann ja nur noch den Kopf schütteln oder auch erstmal für eine gewisse Zeit in ein anderes Land gehen und sich dort, solange das da tobt, ja, doch ein bisschen freier bewegen und dann auch Aufklärungsarbeit leisten, so wie Sie. Das ist ja auch ein wichtiger Teil, diese Information, die Aufklärung, die Information, die dann reinkommt und die verbreitet wird, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie das wesentlich besser aus dem Ausland machen können als in Deutschland selber, um eben auch nicht in irgendwelche Repressalien zu kommen oder Kontopfändungen oder Kontoschließungen oder Steuerprüfung oder was es da alles so für Möglichkeiten noch gibt und wahrscheinlich noch viel mehr und Hausdurchsuchungen. Ne? Wir erinnern uns. Ja, Sie haben absolut recht. Ich bin hier in Südamerika und fühle mich total frei. Hier darf man sagen, was man will. Und wenn es klappt, habe ich bald ein Exklusivinterview mit dem Präsidenten hier. Und ich werde ihm natürlich auch die Fragen stellen, wie er das so sieht, was in Deutschland so abgeht, dass man die Meinung zensiert, dass man eine Hausdurchsuchung macht bei Leuten, die in Facebook etwas posten, dass Leute Tausende von Euros bezahlen müssen, wenn sie eine falsche Meinung haben. Das alles gibt es hier nicht. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so dass irgendwie das Personal der DDR heimlich sich den Westen unter den Nagel gerissen hat. Also Ja, also wenn Sie DDR sagen, fällt mir ein Name ein, Anetta Kahane, die frühere Vorstandsvorsitzende der Antonio Amadeo Stiftung, die selber ja 8 Jahre lang für einen totalitären Staat, für die Stasi geschnüffelt hat, die das bis 2014 eigentlich nicht so öffentlich gemacht hat. Und in meinem Buch habe ich Auszüge aus der Stasi-Akte. Sie hat sogar ihre Freunde verraten, ist aber dann später als große Heldin, als Kämpferin gegen Rechtsextremismus für die Demokratie in der Antonio Amadeo Stiftung bekannt geworden. Und ja, für mich ist immer interessant, was sind das für Leute, die da an der Spitze sind. Und sie hat das jetzt abgegeben vor 3 Jahren. Und ich habe ihr auch geschrieben. Es gibt nämlich Vorwürfe, dass sie auch jüdische Mitbürger in der DDR an die Stasi ja, ausgespäht hat. Und ich habe aber keine Antwort bekommen von ihr. Keine Antwort ist auch eine Antwort. ja, und haben wir nicht dafür gerade Abwehrdienste? Also dass solche Leute nicht in irgendwelche Ämter kommen und maximal Kaffee zubereiten, wenn überhaupt. Naja, Anetta Kahane hat ein gutes Netzwerk. Da sind sehr viele Politiker drin. Und sogar die Bundeskanzlerin Merkel hat ja für die Antonio Amadeo Stiftung ein Video gemacht und geworben dafür. Also sie ist politisch sehr, sehr anerkannt. Eieiei. Das fällt mir halt ein, wenn Sie DDR sagen. Ja, ja, das sind Stasi-Mitarbeiter, ehemalige, die dann einfach, Sie hat dann ein Gutachten machen lassen, das sie reinwaschen sollte. Aber dieses Gutachten wurde wieder ein Gegengutachten gemacht.
Und die große Heldin, die sie später war sie früher halt nicht. Wie gesagt, sie war 8 Jahre lang Stasi-Mitarbeiterin, IM, und hat geschnüffelt und der Stasi Erkenntnis gegeben. Und ja, das sind so die Ja, dahinter. nochmal, in einem funktionierenden Rechtsstaat dürfte so einer nicht mehr als Kaffee zubereiten, wenn überhaupt. Und deswegen ist das für mich nur noch Fragezeichen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Also, oder? Also das geht doch nicht. Also das ist doch 100% auszuschließen. Da würde uns doch 99% aller Befragten würden uns doch zustimmen. Naja, es wird ja dann so dargestellt, dass sie einfach in einer kritischen Lebenslage war, in den Jahren, dass sie sehr jung war und so weiter und so fort. Also in meinem Buch habe ich das alles ganz genau aufgeführt, auch mit Auszügen der Stasi-Akte. Und da kann sich jeder Leser sein eigenes Urteil bilden über die Frau. Wahnsinn. Ja, ich finde, wir haben schon tolle Einblicke in Ihr Buch gewährt. Ähm, Gibt es vielleicht zum Schluss noch einen Punkt oder ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch mit den Zusehern teilen. Natürlich empfehlen wir jedem, das Buch auch zu kaufen und sich selber das Wissen anzueignen, um dann auch in Gesprächen gewappnet zu sein oder eben auch sich mal ein anderes Bild machen zu können. Gibt es zum Schluss noch ein paar Punkte oder einen Punkt, der Ihnen wichtig ist? Also 3 Punkte, teilweise habe ich es schon angesprochen, aber ich möchte sie nochmal wiederholen, was mich bei der Recherche eigentlich richtig geschockt hat. Das erste war, wie schon angesprochen, dass ich keine konservative NGO gefunden habe, die staatliches Fördergeld bekommen hat. Kein einziges konservatives Projekt, das unterstützt. Keines. Zweitens, diese, dieses Nichtwissen der Behörden über die Finanzierung, was mit ihrem Geld eigentlich geschieht. Wir müssen alle Steuern machen und haben einen Steuerberater, vielleicht machen die Steuern selber. Jeder einzelne Punkt wird geprüft. Aber hier werden Milliarden verschleudert, Milliarden. Und keiner weiß genau, wo das Geld hingeht. Erst Mittel, Letztempfänger, was mit dem Geld geschieht. Gleiches Und, Prinzip für beide. Ne? bitte? Einnahmen und Ausgaben. Gleiches Prinzip für beide. Volle Kontrolle. Also offiziell gibt es ja diese Kontrolle, aber sie wird halt nicht richtig angewandt. Also es gibt ja NGOs, die staatlich nicht gefördert werden. Gibt es ja. Jetzt gibt es aber NGOs, die staatlich gefördert werden, die wiederum mit den nichtstaatlichen NGOs vernetzt sind. Das heißt, wenn eine staatlich geförderte NGO der nicht staatlich geförderten NGO Geld gibt, dann ist es ja auch wiederum ein Teil des Steuergelds. So, und das ist aber so ein Filz und so ein Netz, dass ich in meinem Buch ja auch ganz genau aufgliedere, wie das zusammenhängt. Und das hat mich eigentlich total überrascht, dass keiner weiß. Und trotzdem fließen Milliarden. Und der dritte und letzte Punkt war der große Einfluss der NGO, wie groß der Einfluss in Wirklichkeit ist auf die Politik und auf uns alle und auf die Medien. Das hätte ich so nicht gedacht. Also wir hängen eigentlich am Seil der NGOs, wie so ein Marionette. Die spielen irgendwas und die Politiker und die Medien spielen es nach und es wird in unsere Gehirne gehämmert. Und wir bezahlen noch dafür. Ja. Ja, für die eigene Gehirnwäsche bezahlen Ja, wir so noch. ist Unglaublich. es. Ja. Ja, aktuell gibt's ja denn die einzige Möglichkeit, aus dem System rauszugehen, vielleicht auszuwandern und das Ganze erstmal nicht zu unterstützen. Denn alleine kriegen die ja eh nichts auf die Reihe. Die leben ja von denjenigen, die noch produktiv sind. Und das sind ja überwiegend konservative und rechtschaffende Unternehmer, sagen wir mal. Der deutsche Mittelstand, das ist ja der Rückgrat Ja. der Wirtschaft. Die ganzen großen Blue Chips, die großen DAX-Unternehmen, ich glaube 40 sind es ja mittlerweile, die sind alle in Besitz von BlackRock, Vanguard, State Street und irgendwelchen Ja. Finanzhäusern, Banken und so weiter. Die zahlen auch teilweise überhaupt gar keine Steuern in Deutschland, kriegen sogar noch Subventionen. Also an die brauchen wir nicht denken. Es geht ja wirklich hier um den Mittelstand in Deutschland. Und teilweise verabschiedet er sich auch schon in die USA, ne, oder auch in die Schweiz. Ja.
Wir haben das jetzt bei Stihl, haben wir das jetzt erlebt, diesen Kettensägenhersteller, der hat gesagt, Ja. in der Schweiz ist es günstiger zu produzieren als mittlerweile in Deutschland, selbst mit den Schweizer Gehältern, aber wir haben da eine Sicherheit und ja, ist brutal, oder? Also ich habe in verschiedenen Ländern in Südamerika gelebt und ich kenne sehr viele Deutsche, die den Weg auch gemacht haben. Also ich bin mit 60 ausgewandert. Mir kann keiner sagen, das kann man nicht machen, ich bin zu alt. Wenn einer das will, dann kann er es auch machen. Wenn er einen Beruf hat, den er natürlich auch online ausüben kann. Das ist immer so die Voraussetzung. Also es gibt sehr viele Menschen, die nach Südamerika gegangen sind. Ich bin hier sehr glücklich, muss ich sagen. Ich bin frei. Ich zahle so gut wie keine Steuern. Hier gibt es keine Briefträger. Gibt es nicht. Und der Staat will nichts von mir. Der will nichts von mir. Also ich muss halt Mehrwertsteuer zahlen, klar, wenn ich irgendwas einkaufe, 10%, aber sonst will der Staat nichts von mir. Ich höre nichts von dem. Null. Null. Ich bin jahrelang in Südamerika, ich höre nichts von dem Staat. Der lässt dich einfach in Ruhe. Und das ist natürlich sehr angenehm. Und wenn ich den Südamerikanern hier erzähle, wie es in Deutschland zugeht, die glauben das nicht. Die glauben, ich erzähle die Fantasiegeschichte. Die können es nicht glauben, dass man in Deutschland diskutiert, dass man das Grillen abschaffen will, weil hier in Südamerika heißt es Churrasco. Das heißt, es ist eine Lebensqualität. Der Südamerikaner grillt 3 bis 4 Mal in der Woche. Wenn Sie ihm das verwehren, der brennt das Parlament ab und hängt den Präsidenten auf. Die können das gar nicht glauben, was in Deutschland abgeht. Die können es nicht glauben. Ja, ja, Sie haben es ja schon Und gesagt. ich kann Ja. nur jedem sagen, wenn er die Möglichkeit hat, raus aus Deutschland, der Weg zurück ist nicht versperrt, aber raus aus Deutschland. Hier, wo ich wohne in Südamerika, ist die Gesundheitsversorgung viel, viel besser als in Deutschland, weil es ja immer wieder heißt, wenn du krank bist, kommst du zurück. Nein, hier ist es 100% besser als in Deutschland, viel moderner. Und hier hat jedes Dorf Glasfaser. Jedes Dorf Glasfaser. Also ich wohne nicht im Urwald, sondern in einem der modernsten Länder der Welt. Ja, ich kann es bestätigen, die Verbindung ist exzellent, ja, absolut. Ja, ja, danke nochmal für das Plädoyer am Ende und vielleicht bleibt halt nichts anderes übrig, als dem System die Energie zu entziehen und ja, so be it. Wenn das eine Zwischenlösung ist, kann man die sicherlich gehen und vielleicht ist die auch sogar notwendig. Ja, Herr Grant, danke für das wirklich spannende Gespräch, für diese Ebenso. Einblicke, auch dass ich ein bisschen abschweifen durfte mit Ihnen in andere Bereiche hinein. Aber wenn ich schon jemanden von Ihrem Format vor mir habe, dann nutze ich das gerne aus, um auch mal noch weitere Meinungen zu haben. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, dieser Blick. Und ich wünsche Ihnen wirklich viel Erfolg und alles Gute für das aktuelle Buch, ja. Dass die Danke. Leute das auch sich holen und lesen und auch gerne verschenken. Man kann ja auch mal 3 kaufen, 2 verschenkt man, das eine liest man selber, so kann man ja auch das Ganze teilen. Und ich freue mich schon auf Ihr nächstes Buchprojekt, das haben Sie mir auch schon mitgeteilt. Da treffen wir uns dann ungefähr im Dezember wieder, da habe ich richtig Lust drauf, auch ein wirklich Kernthema hier von Nur Flix und auch von mir. Und ja, bleiben Sie uns gewogen und danke für Ihre Zeit und bis ganz bald, Herr Grant. Vielen, vielen Dank nach Deutschland und alles Gute.